Hallo liebe Community, hier ist mal wieder Chrissy. Es geht weiter mit der Print NC V4. Der Chrissy hat die Rahmen jetzt schon mal verschraubt. Ja, das sind 5 Schrauben M6x12. Die haben wir hier unten schon verschraubt, 5 Stück. Ich habe den Rahmen auch schon ausgerichtet. Das heißt, man nimmt ganz einfach, wenn man dann das so lose zusammen hat, nimmt man sich ein Bandmaß und dann misst man hier von der Innenseite, misst man hier rüber zur anderen Innenseite. Ja, und das Ganze natürlich auch über Kreuz. Und wenn diese beiden Maße gleich sind und wir reden darüber, einen halben Millimeter maximal Abweichung haben zu dürfen, dann schrauben wir das alles fest. Ja, das habe ich auf den Kopf gemacht. Das hat bei mir wunderbar funktioniert, als ich mir das auf den Kopf gesetzt habe. Nein, natürlich das Ding auf den Kopf gehabt, ist ja klar. Wie eine Mütze. Nein, umgedreht auf dem Tisch liegen gehabt. Naja, Spaß beiseite. So, heute wollen wir mal uns angucken, wie wir die Linearführung für X verbauen. Dazu legen wir erstmal fest, wo hinten und vorne ist. Bei mir ist hier vorne und da hinten. Ich bin hier schon mal mit der Feile ein bisschen drüber gegangen. Also so einfach, ne, so lang gestriffen, dass der Zunder ab ist. Und wir haben natürlich hier ein bisschen Reiniger genommen und haben mal die Oberfläche ein bisschen sauber gemacht. Ich habe trotzdem schwarze Finger, ja, ist normal. So, wir brauchen 3 Bohrhilfen. Wir brauchen die Bohrhilfe 3a, wir brauchen die Bohrhilfe 3b und wir brauchen die Bohrhilfe Nummer 2. Ja, die sieht so aus. Und was wir jetzt als allererstes vorbereiten ist, wir nehmen die Bohrhilfe 2, ja, legen die hier drauf und die hat ja hier so ein ausgeklinktes Dreieck und mit diesem Dreieck und einer Anreißnadel, nicht wie ich euch gezeigt habe mit einem Körner, das ist nämlich ungenau, sondern mit einer Anreißnadel gehen wir hier rein und ziehen uns hier einmal eine Mittellinie. Ja, die ziehen wir wirklich von hier hinten bis nach hier vorne. Die Mittellinie habe ich bei mir schon gezogen, die ist ganz leicht zu sehen mit der Anreißnadel. Soweit okay. So, jetzt müssen wir natürlich anfangen, die zu verbauen. Das heißt, es ist straightforward, wirklich easy peasy, lemon squeezy, wie ich immer so schön sage. Die 3a, 5 mm M6, das ist die hintere, die kommt hier nach hinten. Ja. Dann haben wir hier die 3b, die kommt erstmal hier grob nach vorne, einfach hier irgendwo hin, dass wir die schon mal in Position haben. Und jetzt nehmen wir unsere Linearführung mit den dafür auszudruckenden Zentrierhilfen. Das sind jetzt 60er, die werden halt skaliert, je nachdem, was ihr eben für Rahmen verwendet. Ich habe auch noch 80er gebaut oder gedruckt. Das sind dann die 80er. Die braucht man natürlich dann später fürs Gantry. Ne? Also mein Gantry ist ja 80 x 80, deswegen habe ich die schon vorgedruckt. So, die 3 habe ich mir jetzt gedruckt. Und jetzt legen wir unsere Linearführung hier erstmal zwischen, ganz grob. Zentrieren die mal. So, dann ist die erstmal halbwegs zentriert. Und wenn man jetzt durch die Löcher guckt, dann kann man auch schon die Mittellinie sehen und die ist bei mir genau in der Mitte vom Loch. Das ist wunderbar. Also haut das hier hin, der Drucker ist nicht gewarpt und so weiter und so fort. So, wo kommt jetzt die Linearführung hin? Ganz einfach, wir halten hinten das Ding fest, schieben die Linearführung dagegen. Ja, so. Und jetzt ziehen wir die ungefähr einen halben Millimeter zurück. Das war zu weit, aber ein halber Millimeter. So, jetzt nehmen wir die 3b, schieben die auch ungefähr einen halben Millimeter an die Rail dran. Ja. Und damit ist unsere Position schon fertig. Ja? Und wir können jetzt die Rail festhalten, nehmen uns jetzt unser Punch-Tool und punchen das erste und das letzte Loch punchen wir an. So, nachdem wir das safe haben, können wir auch mit dem kleineren Puncher hier die 4 Löcher punchen und hier hinten die 3 Löcher punchen. Ja? Dann haben wir die fertig, dann können wir da nochmal mit einem Körner hinterhergehen und dann nehmen wir unsere Rail hier runter. Auch da, klar, diese beiden Löcher punchen wir an. Hauen da nochmal mit dem Körner drauf, dass der ein bisschen größer wird, damit wir ein bisschen besser Bohrführung bekommen. Hier vorne sind M6er Schrauben drin, da müsst ihr dann nochmal im 3D-Bild gucken. Da habe ich jetzt nicht genau geguckt, welche das sind. Das sind aber diese 4 hier. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das ist hier irgendwie, keine Ahnung, M6x20 oder so und vorne ist M6 mal keine Ahnung was. M6x30 müsst ihr gucken. Ja, das ist für hier vorne, für hinten genau das gleiche. Ja. Und die Linearführung bekommt M5x12. Da bitte aufpassen, M5x12. M5 bohren heißt 4,2, Quatsch, M5 Gewinde schneiden heißt 4,2 bohren. M6 Gewinde schneiden heißt 5er Bohr. Ja, bitte da nicht durcheinander kommen, wenn ihr das falsch macht, habt ihr ein Problem. So, nachdem wir dann unsere beiden ersten Löcher gebohrt haben, zentrieren wir die wieder, schrauben die beiden ersten Löcher fest und punchen alle anderen. Ja, nachdem wir die alle gepuncht haben, nehmen wir das wieder runter und dann bohren wir und Gewinde schneiden die ganzen anderen Löcher. Nachdem wir das dann gemacht haben, packen wir die Rail wieder drauf. Wie gesagt, markiert euch die Rail, schreibt hier vorne dran ans Ende, schreibt hier dran SL, Servoseite links.
auf die andere Servoseite rechts. Dann wisst ihr auch, dass das die Seite war, die ihr hier benutzt habt, denn verdreht ihr die oder vertauscht ihr die Rails, kann sein, dass die Schrauben nicht passen. Ja, also da bitte aufpassen, hier SL draufschreiben auf die Stirnseite, dann ist das Servoseite links. Nachdem wir die alle angezogen haben, ja, wir fangen in der Mitte an, machen erstmal ein Vordrehmoment, so keine Ahnung, 10 Newtonmeter, weiß ich nicht, was eine M5-Schraube kriegt. Und dann ziehen wir sie danach auf Drehmoment fest. Ja, was wir hier natürlich jetzt auch noch gucken können, ob die jetzt hier irgendwie kippelt, ja, wenn wir die noch nicht verschraubt haben. Nein, sie kippelt nicht. Das ist also schon mal geil. Die Schrauben haben ein bisschen Raum hier, das heißt, wir können die ein bisschen hin und her schieben. In diesem Fall bei der ersten Rail werden wir das nicht tun. Die erste Rail werden wir so verschrauben, wie sie ist, mit den Centerhilfen, ja. Die zweite werden wir genauso anreißen, genauso bohren, aber die werden wir noch nicht festknallen. Denn das wird unsere Referenzlinearführung. Und die zweite auf der anderen Seite, die lassen wir ein bisschen lose. Und wenn wir nachher unser Gantry haben, dann richten wir die zweite dann entsprechend aus. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, man könnte jetzt einen Wagen nehmen, hier drauf, und dann könnte man ein bisschen hin und her fahren, könnte hier schon mal ein bisschen was messen. Macht aber keinen Sinn, weil die Linearführung ist nicht gerade und auch der Beam ist nicht gerade. Das werden wir nachher alles noch machen. Ja, die erste brauchen wir so weit nicht ausrichten, die ist genau genug. Was auch noch wichtig ist, daran zu denken, dass wenn wir nachher hier unsere Blöcke dann im Prinzip verbauen, dass wir vorher die Wagen hier drauf machen. Ja, die kriegen wir sonst nicht mehr drauf. Bei den Wagen gibt es ganz viel zu beachten. Sieht man immer ganz viel Blödsinn auf YouTube, aber ich versuche euch das mal vernünftig zu erklären. Das sind sozusagen Kugelumlaufwagen. Ja? Das heißt, hier in der Mitte ist eine Kugelstrecke und die läuft außen oder innen drin in diesem Wagen läuft die immer im Kreis. Ja, die läuft hier immer im Kreis. So, ja, so. Und dementsprechend haben wir hier in der Mitte unsere Kugellager, die hier an der Seite dann auf der Rail fahren. Diese roten Dinger hier sind sogenannte Abstreifer, die müsst ihr lösen, nicht abschrauben, nur lösen. Ja, wenn ihr die abschraubt, fallen die Kugeln raus. Leicht lösen, beide Seiten, diese kleinen Schrauben hier. Die große ist fürs Fetten. Ja. Die Fettnippel oder die Schmiernippel kommen jeweils nach außen. Also wenn das hier euer Wagen ist, dann kommt der nach außen und hier kommt ja der zweite Wagen hin und der kommt auch nach vorne. Also ein Nippel nach hinten, ein Nippel nach vorne, jeweils an den entsprechenden Wagen. Hier zu den Fittings muss ich noch was sagen. Die Schmiernippel, die mitgeliefert werden, sind nicht wirklich geil. Ja, also da bitte vielleicht möglicherweise noch andere verwenden. Ich werde auch andere verwenden, zeige ich euch nochmal. Das sind so Schmiernippel, wo man quasi mit so einer mit so einer Fettpresse sich so drauf koppelt. Dann macht man 2 Hiebe und dann ist gut. Man kommt aber hier nicht so gut ran. Und deswegen würde ich eher raten, es gibt so trichterförmige Schmiernippel, wo man mit einer Fettpresse so reinstößt mit so einer Nadel und dann das Fett injiziert. Die sind besser als die hier mitgeliefert werden. Ja, also die könnt ihr vergessen. Was auch noch wichtig ist, niemals dieses Kunststoffteil, was hier drin ist, rausnehmen. Ja. Wenn ihr nachher den Wagen auf die Rail slidet, ja, dann kommt das automatisch raus. Nehmt das nicht raus, dann fallen euch die Kugeln raus. Ja, das ist wirklich wichtig, dass ihr diese Schiene hier drin lasst und immer darauf achtet, dass die auch wirklich drin ist. Ja. Hier ist auch noch zu sagen, wir müssen die nachher sauber machen. Ich werde die nachher mit einem speziellen Reiniger sauber machen. Nehmt da bitte nicht Bremsenreiniger. Bremsenreiniger löst den Kunststoff hier an. Wollen wir nicht. Ja. Nehmt da was Vernünftiges. Es gibt extra Kunststoff verträglichen Reiniger, der auch Öle entfetten kann, also der entfetten kann. Und wir wollen das drin hier sauber haben, weil das, was hier drin ist, ist Garbage und das wird nachher dafür sorgen, dass eure Schuhe nachher richtig doof da drauf rumfahren. Ja? Also bitte darauf achten, dass wir die nachher auch noch sauber machen. Das machen wir dann auch noch, zeige ich euch noch, wie ich es mache. Wenn ich dann soweit bin, dass ich die hier drauf machen kann. Ich werde meine jetzt noch nicht verbauen, denn ich habe ölige Finger, das außerdem, weil meine Kugelumlaufspindeln sind noch nicht da. Das heißt, ich kann das hier noch nicht montieren. Theoretisch geht das aber, denn das Maß hier mit diesem halben Millimeter Abstand und hinten halben Millimeter Abstand sorgt dafür, dass eure Spindel hier nachher reinpasst. Ja, das funktioniert, das ist kein Problem. Also nochmal zusammengefasst, von innen nach außen mit dem entsprechenden Vordrehmoment, dann das richtige Drehmoment draufziehen, müsst ihr mal gucken, was M5er Schrauben kriegen, weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Andere Seite machen wir auch, lassen wir ein bisschen lose, dann fangen wir an, das X-Gantry zu bauen. Ja, das machen wir dann aber erst, wenn ich meine Spindeln habe. Ihr könnt aber schon mal anfangen, das ist kein Problem. Und jetzt wisst ihr auch, wie wir die Linearführung verbauen müssen und was wir darauf achten, worauf wir achten müssen bei den Wagen. Was hier auch noch zu sagen ist zu den Wagen, die Abstreifer vorne müssen etwas gelockert werden, dann bist du auf der Schiene und dann kannst du die Abstreifer wieder festmachen. Fahrt bitte nicht so oft
mit den Abstreifern hier über diese nicht abgedeckten Löcher. Diese Kanten sind sehr scharf und da macht ihr euch eure Abstreifer mit kaputt, gleich am Anfang schon, und dann kommt da immer das Fett raus und das wollt ihr ja nicht. Dementsprechend Deckel rein. Ja, ich weiß, YouTube sagt euch, die Deckel, wenn die einmal drin sind, kommen die nicht wieder raus. Das stimmt nicht, ihr könnt die wieder rausmachen. Ansonsten gibt es dafür 3D-Möglichkeiten, also 3D-STLs, dann könnt ihr die nachdrucken oder kauft euch eine neue Tüte davon. Ja, wir müssen das alles ja nochmal auseinanderbauen, um später dann das Ganze hier zu pulvern oder zu malern. Fahrt nicht so oft mit den Wagen über diese nicht abgedeckten Löcher hier. Das ist nicht gut für die entsprechenden Abstreifungen. Ja, das auch nochmal als Hinweis. Sieht man auch ganz oft, dass Leute CNC-Fräsen haben, wo nicht mal die Abdeckung hier drin sind. Hast du keinen Spaß mit. Ja, drückst du Fett rein in den Schuh und das Fett kommt an der Seite wieder raus und der Dreck kommt rein in den Schuh und irgendwann ist dann Schrott. Ne? Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja ein bisschen was davon haben und dementsprechend passen wir da auf. Ja, 3D-Drucker läuft, der druckt noch mit ein paar Teile. Ihr könnt ja schon mal vorbereiten. Diese Blöcke werden in PLA gedruckt. Der Motorhalter, der hier dran kommt, der wird in PETG gedruckt. Und ansonsten, das ist auch alles PLA. Und oben auf der Z-Achse nachher, der Motorhalter, wird auch in PETG gedruckt, weil der muss ein bisschen Temperatur aushalten. Ja? Das war's schon. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt bitte in Discord oder schreibt in die Kommentare. Ich würde mich natürlich über einen Daumen freuen und über einen Kommentar von euch. Ja? Also ihr könnt ruhig gerne kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch stellen in den Kommentaren, dann haben wir alle was davon. Schreibt mir nicht immer E-Mails, weil ich muss euch dann, oder ich antworte euch dann, aber die Leute, die vielleicht die gleichen Fragen haben, die haben diese Antwort natürlich nicht bekommen, weil ja, ich ja mit euch dann per E-Mail den Kontakt habe. Duty, also ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen, macht es gut, tschüss, euer Chris.